Der von Autonet vertriebene DIY-Receiver kommt leider ohne Gehäuse daher. Deswegen habe ich ein Gehäuse designt, welches mit einem 3D-Drucker einfach ausgedrückt werden kann. Details zum Gehäuse und wie ihr euch selber eins bauen könnt, seht ihr in diesem Video. Viel Spaß! Das Gehäuse ist 15,3 cm breit, 13,6 cm hoch und 4,4 cm dick, womit es nicht viel größer als die Patch-Antenne im DIY-Kit ist. Das STRX, der Chip Mini-PC und auch die Antenne finden im Gehäuse Platz, sowie ein 30 mm Lüfter zur Kühlung der Elektronik. Mit dem integrierten Standfuß kann die Antenne auf einen beliebigen Winkel eingestellt werden. Dadurch kann das Gehäuse auf der ganzen Welt eingesetzt werden, obwohl der Elevationswinkel sich je nach Ort und genutzten Satelliten deutlich unterscheidet. Am hinteren Teil des Gehäuses befindet sich neben dem Lüfter auch noch der Stromanschluss in Form einer Micro-USB-Buchse. Die Antenne an der Front wird von einer Plexiglasscheibe abgedeckt, in welche ich das Autonet-Logo eingraviert habe. Zusätzlich wird die Plexiglasfront noch mit zwei blauen LEDs beleuchtet, was natürlich aber kein Muss ist. Alle Dateien zum selber ausdrucken findet ihr auf Thingiverse unter dem Link in der Videobeschreibung. Zusätzlich zu den 3 gedruckten Teilen benötigt man noch 2 M3-Schrauben und Muttern zum Montieren des Standfußes. Natürlich benötigt man auch 2 Micro-USB-Kabel, welche den Chip mit Strom versorgen bzw. das STRX mit dem Chip verbinden. Zur Stromversorgung des Chips kann auch eine Micro-USB-Verlängerung genutzt werden, wodurch man eine Buchse am Gehäuse realisieren kann. Vor dem Zusammenbau brauchen wir natürlich noch die Teile aus dem 3D-Drucker. Da meine runde Druckplattform knapp zu klein war für das größte Teil des Case, musste ich dieses in 2 Teilen drucken und später zusammenkleben. Trotzdem aber viel Spaß mit dem Zeitraffer. Im ersten Schritt montieren wir den Standfuß mit den 2 M3-Muttern und Schrauben am Hauptteil des Gehäuses. Im zweiten Schritt befestigen wir das STRX und den Chip im Gehäuse mit M3-Schrauben und verbinden beides mit den Micro-USB-Kabeln. Als nächstes verbinden wir die Antenne mit dem STRX und schieben diese in das Gehäuse ein. Wenn man einen 30 mm Lüfter bzw. LEDs am Chip anschließen möchte, sollte man dies vor dem Verbinden und Einschieben der Antenne in das Gehäuse machen. Als letztes montieren wir die hintere Abdeckung am Gehäuse, nachdem wir den Lüfter in diese eingesetzt und befestigt haben. Falls die Abdeckung nicht fest genug sitzen sollte, kann diese mit Heißkleber fixiert werden. Optional kann im Anschluss noch eine Plexiglasscheibe eingesetzt werden, um die Antenne abzudecken. Dir hat das Video gefallen? Dann gib einen Daumen nach oben, schreib einen Kommentar und abonniere mich, damit du keine neuen Videos verpasst. Informationen zu geplanten Videos inklusive dem aktuellen Status sowie mein FAQ und weitere Beiträge findest du auf meiner Website unter tysonpower.de. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.